Um zu verstehen, auf was ich hinaus will, fange ich mal ganz von vorne an. Mr. Hops Playhouse ist zwar nicht ansatzweise das bekannteste Horrorspiel der Welt, aber es ist die zweite Horror-Game-Reihe, für die ich mich interessierte. Als ich Mr. Hops Playhouse bei Seth angesehen habe, habe ich das Spiel geliebt. Und auch nachdem ich es selbst gespielt hatte. Dann am 14.06.2021 kam der zweite Teil raus. Und oh Gott, der Teil war so viel besser als der erste. Vom Gameplay und von der Story, meiner Meinung nach. Aber nach diesem extrem guten Game ging es, keine Ahnung, Mr. Hops Manor Escape ist irgendwie weird und Mr. Hops 3 ist... Was haben sie angestellt? Und dann aus dem Nichts und ohne dass ich es überhaupt erwartet hätte, kam Mr. Hops Playhouse HD raus. Und er war so viel besser als das Original. Gruseligere und neue Jumpscares, auch vom Gameplay her, von der Aufbauung. Es war perfekt. Deshalb hatte ich extrem große Ansprüche, als am 19.06.2024 der Trailer zu Mr. Hops Playhouse 2 kam. Ich meinte, sie haben den ersten Teil, der vorher schon gut war, viel besser gemacht. Also dachte ich, der zweite Teil wird bestimmt auch besser. Falsch, sie haben das Remake verkackt. Knapp 6 Monate war ich gehypt auf dieses Game und es hat mich extremst enttäuscht. Der Anfang lief noch gut, die Grafik ist besser und man kann nun auch manuell speichern. Aber dafür gibt es keine Autosaves mehr, was mich etwas störte, aber ich lebte einfach damit. Dann kamen die Medaillons und als ich das erste Mal starb, ich muss den scheiß Ball nochmal holen. Nein, das können die mir jetzt nicht. Nee, das können die mir jetzt nicht sagen. Sicher. Okay, das ist der größte Bullshit, den sie in diesem Remake gemacht haben. Ihr habt richtig gehört. Wenn man bei den Medaillons stirbt, muss man das komplette Chapter nochmal spielen. Bei den einen war es schlimmer als bei den anderen. Bei einem musst du einfach nur einen Gang entlang sprinten, als wäre es nichts. Oder beim anderen musst du erstmal eine Quest machen, um zum Medaillon zu gelangen. Und wer noch seine Nerven nach dem dritten Mal Verkacken des Medaillons hat, bekommt definitiv meinen Respekt. Ich meine, bei der 2021 Version war es ebenfalls etwas kacke. Du wirst da vom letzten Checkpoint rausgelassen, aber das komplette Kapitel ist einfach nur geistesgestört. Warum kann ich nicht einfach bei den manuellen Speicherständen rausgelassen werden? Aber nee, zieh dir noch einmal die überhaupt nicht verglitschte Sequenz nochmal an. Weitere Sequenzen, welche dich definitiv nach dem dritten Mal dazu verleiten, dein Setup zu zerstören. Und noch eine Chase-Sequenz, nur um einen Versuch fürs Medaillon zu haben. Oder der Kreis geht von vorne los. Und wäre das nicht schon schlimm genug, haben die im letzten Minigame Miss Bow One-Hit KO gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich insgesamt brauchte, aber circa eine Stunde. Dieses Minigame hat mich endgültig gebrochen. Bitte. Oh mein Gott. Aber die Medaillons waren nicht alles. Auch die Chase-Sequenz mit dem Entity. Man braucht bei dem einen fast perfekten Run. Sonst ist man tot. Und stell dir vor, das war vorher nicht so. Aber das ist von den 3 Sachen, das mich am wenigsten stört. Die Änderung hätte nicht sein müssen, aber es ging noch ganz okay. Und ihr habt richtig gehört. 3 Dinge. Als letztes will ich noch über das True Ending reden. Oder besser, jenes Kapitel. Nachdem man die Hürde der Medaillons hinter sich hat, muss man sich noch der Hölle stellen. Früher hat man bei jedem Raum einen Checkpoint gehabt, aber jetzt nur noch alle 2 Räume. Aber ich war noch so frustriert vom letzten Medaillon, dass es mir egal war und ich das Spiel einfach nur noch als schlechten Haufen sehe. Es war zwar extrem nerviger als früher, aber noch einigermaßen solid. Dann kam der Final Boss, der, nun ja, die Hände sind größer, die Stage ist gefühlt kleiner, aber vielleicht irre ich mich da aber einfach nur. Aber das Schlimmste ist dieses Teil. Früher war es so weit von den Plattformen entfernt, dass es einen nicht hittet, aber nun darf man fast nicht mehr oben stehen oder zu weit bei den mittleren Plattformen. But he's here.
Ja, was hätte ich da jetzt tun sollen? Das Ding spawnt ein Frame neben mir. Das Einzige, was mir richtig gut gefällt, ist die Grafik. Aber sonst kann ich nichts Gutes vom Game sagen, was nicht schon in der 2021 Version ist. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, den ersten Teil in HD zu kaufen. Aber tut euch Mr. Hops Playhouse 2 HD lieber nicht an, sondern holt euch lieber die 2021 Version. Das war's mit diesem Video. Like und ein Abo wäre schön und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.